Mein Name ist Nicoline F. Kruse, ich bin bildende Künstlerin und Vorstand der Schlosstheater und Herberge Hohen-Erxleben Stiftung. Und ich habe mit Janette Zieger, freischaffende Künstlerin, das Projekt Bunte Insel gegründet in Staßfurt, ein Kreativbüro, wo wir mit Kindern Kunstkurse machen und Projekte von Bürgern und Kindern entwickeln. Gerade sind wir hier im Kreativhaus in Hohen-Erxleben, das gehört unserer Stiftung. Das ist ein Seminarhaus und hier veranstalten wir gerade Kunst im Park, die letzte Ferienwerkstatt in diesem Jahr. Wir haben 1997 begonnen, hier das Schloss zu sanieren, beziehungsweise haben wir erstmal eine Stiftung gegründet, eine gemeinnützige Stiftung, Schlosstheater und Herberge Hohen-Erxleben Stiftung. Irgendwann haben wir uns entschieden, eine Schlossruine in Sachsen-Anhalt zu kaufen und von Boden auf, von Beginn an gemeinsam mit Inhalten, mit kreativen Projekten aufzubauen. Also ich habe ab 2011 in Aschersleben in einer Kreativwerkstatt gearbeitet, die da von der Stadt betrieben wird. Und da habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht mit Kinderkunstprojekten und hatte aber so im Hinterkopf immer so ein bisschen, Aschersleben ist eigentlich gut aufgestellt, was ist eigentlich mit Staßfurt, also mit unserer Stadt. Also ich sage mal ganz bildlich, die allererste Barriere, wir haben den Zaun abgebaut und signalisiert, dass wir ein offenes Haus gestalten wollen, mit den Menschen vor Ort gemeinsam. Ja, und für die Bunte Insel waren Sprungbretter. Ich glaube, in dem Moment, wo wir angefangen haben, mit unseren Kunstprojekten mehr in die Öffentlichkeit zu kommen. Das war also Kunst im Park ab 2016, 17, wo wir dann einfach für alle sichtbar Dinge kreiert haben, an denen auch alle Freude haben konnten. Und in Staßfurt haben wir eben die Straßengalerie. Also 2 Ferienwerkstätten, wo wir mit Kindern große Bilder gemalt haben für ein leerstehendes Haus in Staßfurt. Und die Bürger haben sofort reagiert. Also als wir die Platten ans Haus geschraubt haben, da haben schon Autos angehalten und Passanten schon gesagt, boah, wie toll und super und so. Und dann ist die Stadt auf mich zugekommen und hat gesagt, wollt ihr nicht also eine Kreativwerkstatt irgendwie und euch mit eurer Arbeit auch in Staßfurt vor Ort. Ohne Unterstützung wäre es auch nicht möglich. Die braucht man in solchen Momenten. Die hatten wir immer. Wir hatten immer auch Menschen, die uns unterstützt haben. Also wir haben seit 2014 kontinuierlich Fördermittel aus der Fördermaßnahme Kultur macht stark vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bekommen. Werden vom Bundesverband Bildender Künstler dabei begleitet. Über die läuft auch die Antragstellung und die ganze Abwicklung. Und da haben wir einfach wahnsinnig großes Glück, weil wir die ganze Bandbreite an Projekten darüber finanzieren konnten bisher. Also grundsätzlich glaube ich, dass jeder Ort seine eigenen Gegebenheiten hat und die werden durch die Menschen, die dort sind, auch bestimmt. Das heißt, man muss eigentlich ganz viel erstmal schauen, was ist mit diesem Ort. Also die Hinwendung an den Ort und das Hinhorchen auf die Leute, die dort vor Ort sind und bereit sind, sich einzubringen. Genau, das ist das Wichtigste, dass man mit den Leuten spricht, was sie wollen, was sie sich wünschen, was ihnen fehlt. Also das Zauberwort für mich ist tatsächlich Barrieren abzubauen. Das Beste ist immer wieder zu sprechen. Zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen. Mein Name ist Jessica Krengel-Linau. Ich bin die Stadtjugendpflegerin der Stadt Staßfurt, für die offene Kinder- und Jugendarbeit hier in der Stadt zuständig und wir befinden uns jetzt hier gerade im Kaiserhof. Das ist ein Objekt der Stadt, das als soziokulturelles Zentrum aufgebaut werden soll oder wieder aufgebaut werden soll. Aktuell befindet sich hier die Tafel der Stadt Staßfurt drin und wir arbeiten jetzt mit der Schlossstiftung Hohen-Erxleben zusammen und wollen hier noch ein bisschen Kultur mit reinbringen. Wir haben Ideen also für Fassadengestaltung, wir haben Ideen, einfach von außen das Gebäude interessanter zu machen und ihm auch etwas zu geben, was so einladend ist, dass auch Bürger von der Straße einfach mal kurz reingucken, weil hier interessante Dinge sind und auch für Kinder Dinge sind, die man vielleicht bewegen kann und womit man interaktiv agieren kann. Das würden wir gerne. Wir würden dem Haus gerne ein Stück Seele zurückgeben.